Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Wir zeigen euch heute das Spike Bipod von Fab Defense. Bipods gibt es auf dem Markt wie Sand am Meer, aber nicht jedes Bipod erfüllt die Anforderungen, die der Schütze sich vorstellt oder die der Schütze braucht. Wir haben uns mal das Spike von Fab Defense angeschaut, weil wir der Meinung sind, das ist auf jeden Fall eine cool gelöste Geschichte. Auf den ersten Blick würde man vermuten, das ist ein Magpul, MOI, Bipod oder irgendwas in der Richtung, aber weit gefehlt. Man hat hier wirklich versucht, sich ein bisschen aus jedem Töpfchen zu bedienen und man sieht auch ganz klar die Parallelen zu Atlas oder zu Magpul, aber eben in einem Paket geschnürt, was an Preis-Leistung seinesgleichen sucht. Wir haben hier die M-Lok-Variante an einem MDT ESS-Chassis und um euch die Features des Zweibeins besser zu zeigen, holen wir uns jetzt einen Tripod und bauen das Ganze mal auf, um einfach besser zu zeigen, was kann das Ding und was kann es nicht. Wir haben das jetzt hier auf unserem Tripod montiert und ihr seht schon von der Bauhöhe, also es trägt hier relativ wenig auf. Und die Füße des Zweibeins lassen sich in 4 Positionen arretieren. Ihr habt einmal hier die Grundstellung auf 0 Grad sozusagen und könnt hier direkt auf einem Beanbag oder auf einer Kanzel oder irgendwas direkt aufliegen lassen. Die nächste Position ist auf 45 Grad, was dem hier entspricht. Nächste Position wäre 90 Grad zur Laufachse und das Ganze habt ihr in 45 Grad nach hinten nochmal, wenn ihr gegen eine Auflage oder einen Balken oder irgendwas anderes arbeiten wollt oder euch vielleicht einhaken wollt nach hinten. Also ihr habt hier wirklich wenig Spiel in den Füßen drin, was sehr positiv ist, meines Erachtens im Vergleich zu anderen Herstellern. So, wenn ich jetzt, gehen wir davon aus, das ist meine Position, die ich jetzt brauche, um mich einfach sauber einzurichten und ich merke, oh, okay, jetzt muss ich aber schnell noch ein wenig an Höhe aufbauen, dann hat dieses Bipod die Möglichkeit oder eines der Features, die ich sehr mag an dem Bipod ist, wirklich ohne irgendwas zu machen, die Legs auszuziehen, also die Füße oder die Extender Unterseiten nach unten zu bewegen. Wie ihr hier schon seht, habt ihr hier wie so eine Art Sägezahnung, das heißt, der Federmechanismus überspringt die jeweilige Stufe, auf die ihr euch festlegen wollt. Und um das Ganze zurückzubewegen, drückt ihr den Knopf. Ein bisschen vom Mechanismus her an das Magpul Bipod angelehnt. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch komplett so freigeben, aber die Möglichkeit, es wirklich innerhalb von Sekunden auf die Maximallänge rauszubringen, ist schon ziemlich cool. In der Maximal 90 Grad komplett ausgefahren habt ihr ungefähr 30 cm von Boden zur Laufachse. Wem das noch nicht genug ist, der hat die Möglichkeit, die Gummifüße rauszunehmen. Geht super easy, habt ihr gerade gesehen. Und nochmal eine zusätzliche Extension einzubauen. Hier holt ihr nochmal knapp 4 cm raus an der Kompletthöhe. Und ist im Lieferumfang enthalten, müsst ihr nicht extra dazu kaufen. Was die Materialien betrifft, seht ihr hier, haben wir eine Hybridbauweise im Vergleich zu anderen Herstellern. Und zwar sind die ausziehbaren Füße aus Polycarbonat bzw. aus Kunststoff. Was es jetzt genau ist, wissen wir nicht. Aber der Mechanismus, also der Push-Button für den Mechanismus, auch aus Kunststoff und ist federgelagert. Der Rest des Zweibeins ist hier komplett aus Metall. Die Rasterung und praktisch das Innenleben des Zweibeins ist aus Metall, sowie der Pen- und Tilt-Bereich, also der Einstellbereich für den Cant und den Tilt. Seht ihr hier, die Aufnahme oben ist aus Kunststoff, aber die Oberplatte, die in das M-Lok einfasst, ist auch aus Metall. Also ihr habt praktisch nur den Spacer, der das Ganze in Position hält, ist aus Kunststoff. Tilt- und Pen-Funktionen haben auch nicht alle Bipods am Markt. Dieses hier hat es. Das heißt, das Bipod hat bei Öffnung dieser Schraube auf der Unterseite die Funktion, sich mit zu rotieren und mit der Laufachse zu rotieren. Das ist ein sehr cooles Feature, weil es sehr materialschonend auch für das komplette System an sich ist. Und ihr könnt in eurer Wunschposition, wenn ihr die erreicht habt, das Ganze sperren in der Funktion.
Natürlich bleibt das dann so, wie ihr es euch eingestellt habt und dann festgezogen habt. Für alle, die am Anfang des Videos sich ein bisschen überrumpelt gefühlt haben, von was wir jetzt überhaupt sprechen mit Magpul, Mo, Bipod und Atlas, weiß der Geier. Hier nochmal der direkte In-Front-Vergleich, wo hier die Inspiration zum Spike herkam. Wir haben hier mal das Magpul Zweibein, wo wir dieselbe Konstruktion haben, also Metall-Innenteil, Kunststoff Extend-Leg und das Ganze auch aus den Vollen gefräst. Aber was hier beim Magpul der Fall ist, ihr habt hier nur zwei Arretierungspositionen. Einmal in der Ruhestellung und einmal Full Extend, also 90 Grad. Ihr habt hier auch eine Pan- und Tilt-Funktion, aber die kommt eher aus der konstruktionbedingten Wackeligkeit der Beine. Und woher die Arretierung der Füße auf 45 Grad nach hinten und vorne 90 Grad kommt, ist hier ganz klar ersichtlich. Man sieht hier bei dem Atlas Bipod, wo sich da die Inspiration geholt wurde, wobei wir bei dem Atlas nochmal eine Stufe mehr, was die Arretierung betrifft. Wir haben hier eine fast komplett einmal umhergehende Arretierungsmöglichkeit. Das heißt, ihr könnt nach hinten und nach vorne problemlos in 45 Grad Schritten arretieren. Das muss nicht immer was Schlechtes sein, sich bei anderen Herstellern Inspirationen zu holen. Die Konstruktion bei Everbee ist basiert auf einem anderen Mechanismus, beziehungsweise nur die Funktion der Knöpfe, so wie beim Atlas, wurde hier übernommen. Wir haben hier keine CNC-Teile, sondern gelasertes, gebogenes Material, was der Konstruktionsstabilität aber keinerlei Abbruch tut. Allem ein sehr stabiles und zuverlässiges Konstrukt. Kommen wir zum Fazit. Wir sind der Meinung, Fab Defense hat hier einen richtig guten Job gemacht mit der Hybridbauweise bei dem Zweibein. Hier in der M-Log-Variante. Ihr könnt natürlich auch die Picatinny-Variante für euer spezifisches Waffensystem euch holen. Ihr müsst hier keinerlei Abstriche machen, was die Stabilität oder die Funktionalität des Zweibeins betrifft. Wir sind der Meinung, auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung unsererseits. Und das einzige Manko dabei ist, dass es relativ schwierig zu kriegen ist in Deutschland. Wenn das mal irgendwo ein Shop im Angebot hat, ist es relativ schnell weg. Ich kenne es jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich mir das praktisch für den Privatgebrauch selbst gekauft habe und ich habe das genauso hart und schlecht gefunden wie wahrscheinlich der Rest von euch, der bereits auf der Suche nach dem Zweibein war. Das Fab Defense Spike Zweibein bekommt ihr bei ISS Protection Trade. Benutzt ihr selbst schon das Spike Zweibein oder habt ihr Fragen zur Benutzung von Zweibeinen oder speziell Fragen zum Spike? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten lasst für das Video ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr Bescheid wisst, wenn es neue Videos gibt. Und dann war es das von uns. Ciao, ciao.